Jonas hat eine Kinokarte gekauft. Er möchte einen Film sehen. Es ist ein neuer Film, den er schon lange sehen wollte. Jonas geht ins Kino am Samstagabend. Er hat sich entschieden, alleine zu gehen. Vor dem Kino kauft er sich noch Popcorn. Jonas liebt Popcorn im Kino. Er geht in den Saal und sucht seinen Platz. Der Film fängt in 5 Minuten an. Es sind viele Leute im Kino. Jonas setzt sich und macht es sich bequem. Der Film beginnt. Jonas ist gespannt, weil er schon viel über den Film gehört hat. Der Film ist spannend und gut gemacht. Jonas schaut aufmerksam auf die Leinwand. In der Mitte des Films gibt es eine überraschende Wendung. Jonas ist sehr überrascht und spricht leise Wow. Die anderen Zuschauer schauen auch gebannt auf den Film. Der Film geht noch eine Stunde. Jonas isst sein Popcorn, während er den Film schaut. Am Ende des Films ist Jonas sehr zufrieden. Es war ein toller Film, den er nie vergessen wird. Die Leute im Kino klatschen. Jonas geht nach dem Film nach Hause. Er denkt während des Heimwegs über den Film nach. Der Film hat ihm gut gefallen. Zu Hause angekommen, setzt sich Jonas auf das Sofa. Er erzählt seiner Schwester, dass der Film sehr spannend war. Es war ein Thriller, sagt er. Sie fragt ihn, wie der Film endet. Jonas erklärt das Ende des Films. Das ist echt spannend, sagt sie. Jonas sieht sich noch einmal den Filmtrailer im Internet an. Er möchte den Film nochmal sehen. Der Film war so gut, dass er nicht genug davon bekommen kann. Am nächsten Tag trifft Jonas sich mit seinen Freunden. Sie sprechen über den Film. Alle finden den Film sehr gut. Jonas erzählt seinen Freunden von der Überraschung im Film. Alle sind sehr erstaunt. Einer seiner Freunde möchte den Film auch sehen. Jonas empfiehlt ihm, schnell ins Kino zu gehen. Der Film läuft nur noch eine Woche, sagt Jonas. Am Wochenende will Jonas wieder ins Kino gehen. Diesmal möchte er den Film in 3D sehen. Am Samstag kauft er wieder eine Karte. Jonas geht früh ins Kino, um einen guten Platz zu bekommen. Der Film ist immer noch sehr beliebt. Im Kino sind viele Leute. Jonas freut sich, den Film nochmal zu sehen. Diesmal sieht er den Film in 3D.
Der Film sieht in 3D noch beeindruckender aus. Jonas ist begeistert von den Effekten. Der Film ist genauso spannend wie beim ersten Mal. Am Ende des Films klatschen wieder alle. Jonas geht diesmal mit seinen Freunden nach dem Kino essen. Sie sprechen weiter über den Film. Das Ende war wirklich überraschend, sagt einer seiner Freunde. Ja, das habe ich nicht erwartet, sagt Jonas. Sie lachen zusammen über die verrückte Handlung. Jonas findet es toll, dass alle den Film mochten. Sie beschließen, nächste Woche einen anderen Film zu sehen. Welcher Film läuft nächste Woche? Fragt einer seiner Freunde. Jonas schaut nach und sagt, es gibt einen neuen Actionfilm. Alle sind gespannt auf den neuen Film. Am nächsten Wochenende treffen sich Jonas und seine Freunde wieder im Kino. Der neue Film ist auch sehr gut. Jonas ist froh, so viele tolle Filme zu sehen. Er denkt, dass er öfter ins Kino gehen möchte. Jonas genießt seine Freizeit und die guten Filme. Am Ende des Monats hat Jonas viele Filme gesehen. Er ist stolz darauf, dass er so viele tolle Filme entdeckt hat. Seine Freunde fragen ihn oft nach Filmempfehlungen. Jonas fühlt sich wie ein Kinoexperte. Jeden Monat geht Jonas mindestens einmal ins Kino. Er hat eine Liste mit den besten Filmen gemacht. Ab und zu geht er auch ins Kino, um Filme in anderen Sprachen zu sehen. Jonas hat viele verschiedene Filmgenres ausprobiert. Er liebt es, neue Filme zu entdecken. Im Sommer möchte Jonas an einem Filmfestival teilnehmen. Er hat schon gehört, dass es viele interessante Filme geben wird. Jonas freut sich darauf, neue Filme zu sehen. Der Kinobesuch ist für ihn eine tolle Möglichkeit, sich zu entspannen. Er kann für 2 Stunden die Welt um sich vergessen. Jonas hat gelernt, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Kino ist für ihn ein schöner Ausgleich zur Arbeit. In der nächsten Woche geht Jonas wieder ins Kino. Er freut sich auf den neuen Abenteuerfilm. Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen, sagt Jonas. Kino bleibt für Jonas eine besondere Freizeitbeschäftigung. Er wird weiterhin viele Filme entdecken und genießen. Jonas hat immer eine Liste von Filmen, die er sehen möchte. Er hat neue Freunde im Kino kennengelernt. Kino ist für ihn mehr als nur ein Ort zum Filmschauen. Es ist ein Ort, an dem er neue Menschen und neue Geschichten entdeckt. Jeden Monat findet er neue Filme, die ihn begeistern.